Es geht wieder los mit Selina. Und Matze. Wir nehmen euch mit in eine neue Woche Vanlife und dieses Mal geht's für uns auf die Insel Elafonissos. Die Insel verspricht angeblich karibische Strände, eine schöne Altstadt und geniale Stellplätze. Aber das finden wir jetzt mal raus. Wir fahren jetzt mit der Fähre nach Elafonissos. Elafonissos. Habe ich doch gesagt. Wir fahren mit der Fähre nach Elafonissos. Das ist eine kleine Fähre, deswegen müssen wir da rückwärts drauf. Wir sind schon gespannt, was es kostet. Soll relativ teuer sein. Ja, für so 8 Minuten Überfahrt anscheinend nur. Aber das werden wir dann gleich sehen. Ich erhoffe mir die schönsten Strände. Wir haben wieder einen mega Stellplatz, direkt am Meer, über einer Bucht. Der Blick ist absolut sensationell auf den legendären Samos Beach. Das ist wirklich eine absolute Ausnahme hier, denn wir glauben, trotz Pfingsten ist immer noch wenig los. Es gibt nämlich auch sehr, sehr wenige Stellplätze auf Elafonissos und vermutlich hatten wir jetzt einfach Glück. Sind wir mal ehrlich, Ausblick mega geil, aber ohne Kaffee wäre es nur halb so schön. So, wir sind jetzt hier am Samos Beach. Richtig schöner Strand, haben wir gestern den ganzen Tag verbracht. Und wir haben gesehen, da oben in den Bergen gibt es eine Höhle mit einer richtig coolen Aussicht. Wir wissen nicht genau wo und es ist schon mega heiß, aber wir machen uns jetzt mal auf den Weg und suchen die mal raus, wo die ist. Und ob sich das lohnt, das wissen wir jetzt noch nicht. Das werden wir dann gleich sehen. Den Weg zur Höhle zu finden war gar nicht so leicht. Es ist nämlich gar nicht ausgeschildert. Google Maps mit Satellitenansicht hat uns aber geholfen. Aufstieg ungefähr eine Viertelstunde bis 20 Minuten. Es ist kein richtiger Weg, mehr ein ausgetretener Pfad. Also unbedingt festes Schuhwerk tragen. Lange Hose zu empfehlen, denn viele Büsche haben Dornen. Auch relativ interessant, direkt vor der Höhle sind Becken, die sind offensichtlich menschengemacht. Wir denken, die sollen Regenwasser sammeln, vielleicht für Tiere oder was auch immer. Das ist uns noch nicht so ganz klar. In der Höhle verteilt liegen auch diverse Gegenstände. Anscheinend wohnt hier zeitweise manchmal jemand. So haben wir zumindest den Eindruck. Die Sicht auf die Bucht ist absolut phänomenal. Wasser glasklar und die Farben sind einfach phänomenal. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben hier so einen Stellplatz direkt an so einer Taverne. Allerdings auf einem Hügel, also ganz schön windig, wie man vielleicht hört. Ich suche mir jetzt einen Spot zum Trainieren. Da unten ist ein richtig geiler Strand. Da werde ich mal versuchen, meine Ringe aufzuhängen.
Ah, Mist. Ja, so viel zum mangelnden Sportangebot. Ich kann in dem Turm nicht mal meine Ringe aufhängen. Ja? Das heißt, ich suche mir jetzt doch einen Baum. Okay, mein Urteil war vielleicht doch vorschnell. Ich brauche die Ringe gar nicht. Klimmzüge, Rows, Dips. Perfekt. Die Sportmöglichkeiten sind relativ begrenzt hier auf der Insel. Es gibt natürlich an den Stränden Sportangebote, Tretbootfahren und solche Geschichten. Und im Norden gibt es auch einen Spot für Kitesurfer. Aber ansonsten ist hier nicht so richtig viel geboten, deswegen waren wir einfach nur laufen, ein bisschen Radfahren und ja, ein bisschen trainieren. So, wir waren jetzt sportlich sehr aktiv heute schon und deswegen chillen wir jetzt noch eine Runde und danach werden wir auf jeden Fall in den Ort noch losstarten, also nach Elafonissos direkt. Genau, das ist ja der eine größere Ort auf der Insel. Einen anderen gibt es eigentlich gar nicht. Genau, da sind wir mit der Fähre angekommen, sind aber dann direkt weitergefahren, deswegen haben wir da eigentlich noch gar nichts gesehen. Deswegen schauen wir uns den Ort mal an, dann werden wir euch später wieder berichten. Zum Ort war auf jeden Fall ziemlich nett. Lauter kleine verwinkelte Gassen, also richtig süß, alles hergerichtet wieder. Ja, lauter nette Cafés, kleine Läden, Restaurants. War auf jeden Fall einiges los. Wir waren in einem Café und haben dann noch einen Kaffee getrunken. Genau, dann waren wir noch bei so einer kleinen Kirche, die ist auch direkt am Ort. Die ist quasi über so eine Landzunge, Brücke verbunden. War auch ziemlich schön zum Anschauen. Genau, hier direkt im Ort gibt es sogar einen Strand. Der sah auch ziemlich cool aus, also für so einen Strand im Ort. Da wir jetzt freigestanden sind, fahren wir jetzt heute leider mal wieder auf den Campingplatz. Genau, weil es ist ja wie gesagt schwierig mit Fähr- und Entsorgung und hier gibt es halt eigentlich gar keine Möglichkeiten, wenn man frei steht. Deswegen der Campingplatz. Natürlich freue ich mich aber auch wieder mal auf eine richtig geile Dusche. Der Campingplatz ist direkt hinter den Dünen, liegt total cool, also man geht einfach nur durch die Dünen, dann ist man direkt am Strand. Ja, der Campingplatz an sich ist jetzt nicht der schönste und der tollste. Es gibt alles, was man braucht. Versorgung, Entsorgung, waren jetzt 34 € die Nacht für uns beide, also 2 Personen und ein Camper. Genau, die sanitären Anlagen sind auch tipptopp, also alles sauber. Ich habe einen wunderschönen guten Morgen, aber jemand anders nicht. Der liegt nämlich einfach am Telefon auf dem Klo. Ich muss mal gucken, dass ich jemanden finde, wo ich das abgeben kann. Irgendwie hat jetzt hier noch nichts auf, es ist schon 8:30. Was mache ich jetzt mit diesem Handy? Ich kann es jetzt so schlecht einfach auf dem Klo liegen lassen, ehrlich gesagt. Wenn ich das die ganze Zeit mit mir rumtrage, sieht auch dumm aus. Ich warte jetzt einfach mal an der Rezeption, bis da jemand kommt. Jetzt ist dann doch jemand gekommen. Ich habe es mal vertrauensvoll abgegeben. Mal schauen, was passiert. Ich habe auf dem Handy eine Nachricht hinterlassen. Denn selbst wenn Handys gesperrt sind, kann man ja die Kamera bedienen. Bin mal gespannt, ob wir eine Nachricht bekommen, ob das Handy seinen rechtmäßigen Besitzer wiederfindet. Ja, was ganz witzig ist, es ist hier erst um 1 Uhr nachts die Nachtruhe. War für uns jetzt kein Problem. Es war eigentlich ziemlich ruhig, weil die ganzen Party-People, die sind irgendwie alle am Strand. Der legendäre Simas Beach mit absolutem Karibik-Feeling, weißen Sand
Und der ist auch in 2 Buchten aufgeteilt, also der große Simos und der kleine Simos. Die Landzunge zu der Halbinsel, die ist nur 25 Meter breit. Für uns eigentlich fast wahrscheinlich der geilste, sensationellste Strand eigentlich, wo wir bisher überhaupt waren. Man kommt eigentlich quasi sowieso nur wegen dem Strand auf die Insel. Dann gibt es ja auch noch den Stadtstrand, direkt in Elafonissos. Der schaut auch total cool aus, ist direkt am Ort, also ziemlich praktisch, wenn man sagt, man möchte jetzt irgendwie dann einen Kaffee oder irgendwas daneben haben. Gibt es auch Sonnenschirme liegen und so. Genau, der ist auch auf jeden Fall ganz nett, kann man auf jeden Fall hingehen. Was auch sehr schön ist der Katenisi Beach, der ist auf der Westseite von der Insel und da waren wir zum Sonnenuntergang, also das war mega schön. So, wie hat uns Elafonissos nun gefallen? Wir waren jetzt 4 Nächte hier. Das ist eine klasse Insel, das ist echt eine Perle an der Peloponnes. Genau, wir würden aber jetzt schon ganz klar sagen, dass es eher speziell eigentlich für Badeurlaub geeignet ist. Also es gibt halt jetzt nicht sonst so viel, was man auf der Insel machen kann, da sie ja auch ziemlich klein ist. Was aber natürlich auch ein Vorteil ist, weil man kann einfach ganz schnell von einem zum anderen Ort. Also ich muss sagen, es wurde echt gehalten, was es versprochen wurde. Es ist eine geniale Insel. Wir werden definitiv wiederkommen. Und damit sehen wir uns nächste Woche wieder. Genau, bis nächste Woche. Ja, okay, scheiße. Das hat jetzt nochmal 24,60 € gekostet. Ich dachte ja, bei dem Fährpreis, bei der Hinfahrt auch 24,60 € wäre die Rückfahrt inbegriffen, aber nein, man zahlt halt wirklich zweimal. Ja, in den sauren Apfel müssen wir jetzt beißen. Sonst kommen wir nicht runter hier.